über visuelle Wahrnehmung nachdenken, so verwenden wir häufig die Analogie der Fotokamera. Betätigen wir den Auslöser, so wird das Bild der Szene gespeichert und kann durch das Gehirn analysiert werden. Tatsächlich jedoch können wir zu jedem Zeitpunkt nur einen sehr kleinen Teil der Szene verarbeiten, welchen wir mithilfe einer schnellen Augenbewegung, einer sogenannten Saccade, erreichen müssen. Führen wir eine Saccade aus, so bewegt sich die komplette visuelle Szene mit rasender Geschwindigkeit über die Netzhaut. Dabei wird beträchtliche Bewegungsunschärfe erzeugt, welche wir jedoch praktisch nie wahrnehmen. Zum Beispiel kann man vergeblich versuchen, die eigenen Saccaden im Spiegel zu beobachten. Frühere Studien legten in der Tat nahe, dass intrasaccadische visuelle Information, also jene Information, welche während der Saccade auf die Netzhaut fällt, im Gehirn unterdrückt wird. Heißt das also, dass wir während der Saccade blind sind? Tatsächlich nicht, denn unsere Arbeit deutet darauf hin, dass intrasaccadische Signale prinzipiell verarbeitet werden können. Und ist das der Fall, dann könnten diese womöglich auch mechanistisch genutzt werden. Dass intrasaccadische Wahrnehmung möglich ist, lässt sich im Labor gut demonstrieren. Hier nutze ich einen speziellen Projektor mit einer Bildwiederholfrequenz, die über 20 Mal höher ist als die eines normalen Computermonitors. Bewegt man zum Beispiel diesen Gabor-Stimulus nur schnell genug, so wird er für das menschliche Auge unsichtbar. In dem Moment, in dem wir jedoch eine Saccade in dieselbe Richtung durchführen, wird der Stimulus kurzzeitig und das ausschließlich während der Saccade wieder sichtbar, da die Geschwindigkeit der Augenbewegung die retinale Geschwindigkeit des Stimulus reduziert. Was könnte jedoch die Funktion intrasaccadischer Wahrnehmung sein? Um diese Frage zu untersuchen, arbeite ich zudem mit der Methode der videobasierten Blickbewegungsmessung, um systematisch kontrollierte visuelle Reize in psychophysischen Experimenten zu präsentieren. Besonders interessant sind dabei Bewegungsspuren, im Englischen Motion Streaks genannt, welche induziert werden, wenn Objekte, zum Beispiel während der Saccade, mit hohen Geschwindigkeiten über die Netzhaut bewegt werden. Wir stellten fest, dass solche Bewegungsspuren explizit nur sehr schwer detektiert werden konnten, aber trotzdem implizit zur Objektlokalisation beitrugen. Motion Streaks, ein wenig wie Fußspuren im Schnee, konnten über die Saccade hinweg kurzzeitige Verbindungen zwischen den wechselnden retinalen Positionen relevanter Objekte herstellen. Diese Resultate zeigen, dass visuelle Information während der Saccade nicht a priori verworfen wird, sondern für Prozesse der aktiven Wahrnehmung genutzt werden kann. Erst das Funding der Studienstiftung hat es mir ermöglicht, meine Forschung zu verfolgen. Daher ist der Lieselotte Pongratz Promotionspreis nicht nur eine Anerkennung, sondern auch ein Ansporn, diese weiterzuführen.